Hi, in diesem Video zeige ich dir weitere Übungen, wie du deine Fettverbrennung ankurbelst und somit schneller das Fett am Bauch verlierst. Ich finde, bevor man irgendwelche Übungen macht, sollte man ganz normal starten. Man lässt den Reifen erstmal um die Hüften kreisen und sobald man einen gleichmäßigen Rhythmus hat, kann man loslegen. Also ich finde, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Eine gute Übung sind die schrägen Drehungen. Dafür streckst du deine Arme zur Seite aus, die Handflächen zeigen zur Wand und dann drehst du deinen Oberkörper langsam zur Seite, kommst in die Ausgangsposition und drehst deinen Oberkörper dann zu der anderen Seite und kommst wieder zurück in die Ausgangsposition. Achte darauf, dass du nicht zu sehr ins Hohlkreuz verfällst. Ich versuche um die 15 Wiederholungen zu machen und das 3-mal. Wenn du etwas mehr Herausforderungen haben möchtest, dann kannst du auch in die Kniebeuge gehen. Es ist nicht so einfach. Der Hula Hoop kreist immer noch um deine Hüften. Dann muss der Oberkörper sich drehen und dann muss der Rücken noch gerade bleiben. Wenn dir diese Übung noch zu schwer fällt, dann komm wieder hoch. Achte darauf, dass die Füße schulterbreit geöffnet sind und die Knie leicht gebeugt sind. Eine gute Übung, die man immer mal zwischendurch machen kann, finde ich. Man darf den gleichmäßigen Rhythmus nicht verlieren, gerade dann, wenn man in die Kniebeuge geht, aber das ist Übungssache. Das Auf und Ab ist eine gute Möglichkeit, um die unteren Bauchmuskeln zu trainieren. Die Übung ist für Fortgeschrittene. Man sollte definitiv das Kreisen um die Hüften beherrschen. Man lässt den Reifen ganz normal um die Hüften kreisen, bevor er dann runterrutscht. Ich muss den gleichmäßigen Rhythmus durchbrechen, damit der Reifen nach unten rutscht. Also der Reifen kommt dann außer Takt. Wenn der Reifen zurück auf die Hüften soll, braucht er einen Schwung oder einen Push. Ich muss meine Bewegungsroutine ändern. Das mache ich, indem ich einmal oder mich einmal ganz kurz ruckartig bewege. Das funktioniert aber nur, wenn der Hula Hoop die doppelte Geschwindigkeit hat. Es ist völlig egal, wie lange der Reifen auf den Hüften bleibt und dann wieder runterrutscht. Hier kann man variieren, hier kann man spielen. Das Auf und Ab wird von dir gesteuert. Du hast die Kontrolle. Von daher ist es wichtig, dass du die Routine, die Sicherheit beim Hula Hoop hast. Eine weitere Möglichkeit, um die Fettverbrennung anzukurbeln, ist, wenn man die Geschwindigkeit beschleunigt. Man fängt mit einer normalen Geschwindigkeit an und dann lässt man den Reifen immer schneller um die Hüften kreisen und die Bewegungen sollten auch bewusst ausgeführt werden. Mit der Geschwindigkeit sollte man 20 bis 30 Sekunden hullern, bevor man dann wieder langsamer wird. Ab der zweiten Wiederholung wird es dann doch ziemlich anstrengend, da man sich ja halt auch bewusst bewegt. Also man macht bewusste Bewegungen nach links, rechts oder rechts nach links oder vorne nach hinten. Vorsicht beim Reifengewicht, wenn deine Haut das nicht kennt, gerade mit der doppelten Geschwindigkeit, solltest du einen nicht zu schweren Reifen nehmen, weil sonst gibt es blaue Flecken. Durch die doppelte oder sogar dreifache Geschwindigkeit wird die Haut viel intensiver massiert. Unterschätze das nicht. Die Geschwindigkeit variieren kann man immer wieder mit in die Routine einbeziehen und es ist völlig egal, wann du das machst. Es ist gut für den Kreislauf und es bringt dich in Schwung. Für mehr Abwechslung kannst du auch Vorwärtsschritte machen. Deine Beine stehen schulterbreit auseinander und dann machst du mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne und kommst wieder zurück und machst es mit dem linken Fuß. Du gehst vor und zurück, ähnlich wie auf dem Stepper. Du musst nur darauf achten, dass die Vorwärtsschritte nicht zu groß sind, weil du sonst nämlich den Reifenrhythmus verlierst. Also der Reifen bewegt sich dann nicht mehr gleichmäßig um die Hüften und fällt herunter. Wenn du einen Vorwärtsschritt machst, dann bleibe ein paar Sekunden in der Position, damit der Reifen sich wieder stabilisiert. So hast du eine bessere Kontrolle und es fällt dir auch leichter. Eine weitere Möglichkeit ist das Beinheben. Du machst einen Schritt nach vorne, kommst dann wieder in die Ausgangsposition und hebst das Bein zur Seite an und führst es dann wieder zurück. Durch das zusätzliche Beinheben stärkst du die äußere Oberschenkelmuskulatur und die Po-Muskeln. Am besten lässt du den Reifen ein paar Sekunden normal um deine Hüften kreisen, bevor du dann das Bein hebst. Am Ende des Trainings merkt man definitiv, dass man ausgepowert ist, dass man viel mehr getan hat und das ist ein gutes Zeichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training und bedanke mich fürs Einschalten. Macht es gut. Tschüss.